Agentische KI oder Agentic AI ist in meinen Augen der nächste Schritt nach Chatbots. Das eröffnet in komplexen Arbeitsumgebungen enormes Produktivitätspotenzial. Allerdings steigen gleichzeitig die Risiken. Daher sehe ich Agentic AI nicht als schnellen Hype, sondern als eine sehr wirksame Technologie, wenn Unternehmen sie bewusst einführen. Welche Bereiche eignen sich für agentische KI? Am besten geeignet sind meiner Meinung nach Bereiche mit wiederholbaren Prozessen und klaren Regeln. In der Industrie fällt mir da ad hoc ein Einkauf, Supply Chain, Instandhaltung, das Qualitätsmanagement, aber auch durchaus Engineering, wo man Dokumente zusammenführen, Ergebnisse zusammenführen muss und natürlich der Customer Service. Weniger geeignet sind tatsächlich Felder mit schlechter Datenlage. Hohe Haftungsrisiken sind sicherlich sehr kritische Felder. Und stark wertebasierte Entscheidungen. Dort sollte man meiner Ansicht nach tatsächlich mit reiner Assistenz starten und beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Wie verändern sich dadurch Jobprofile? Jobs verschieben sich tatsächlich von selbst ausführen hin zu steuern, überprüfen, entscheiden. Routinetätigkeiten werden automatisiert, was sicherlich einen positiven Effekt hat. Gleichzeitig entstehen neue Aufgaben. Das heißt, Jobprofile werden sich auf der einen Seite reduzieren und auf der anderen Seite erweitern, um Aufgaben wie Use Cases definieren. Dann Agenten anlernen, deren Qualität überprüfen. Was sich dabei noch verändert, ist, dass statt lineare Übergaben in Zukunft Mensch und Agent parallel arbeiten werden. Das verändert auch Verantwortlichkeiten. Wer für Ergebnisse haften muss, muss verstehen, welche Teile der Agent vordefiniert und vorbereitet hat und auf welcher Basis der Mensch dann entscheidet. Welche Rolle spielt der Mensch noch in diesem Kontext? Ich bin überzeugt, der Mensch bleibt zentral. Vor allem in 3 Kernfunktionen: in der Zielsetzung, in dem Übernehmen von Verantwortung und in dem Thema Urteilsvermögen. Agenten entscheiden nicht, was im Sinne von strategischen Unternehmenszielen, Ethik, Kundenvertrauen oder auch hinsichtlich Firmenreputation richtig oder falsch ist. Das heißt, der Mensch muss weiterhin Grenzen setzen, muss Zielkonflikte lösen und die Folgen, die KI nicht spüren kann, verantworten. Im besten Fall ist der Mensch in Zukunft Teamlead einer digitalen Crew, an die er delegiert, deren Vorschläge er überprüft und auf deren Vorschlägen und Entscheidungsgrundlagen er dann die letztendlich finalen Entscheidungen trifft.